Hey Freunde, neuer Song tatsächlich gerade fertig geschrieben im Van an der Küste Kaliforniens. Ich dachte, ich nehme ihn mal auf und schicke ihn euch einfach schon mal, just so you know. Ja, let's go. Hello people of the Internet und willkommen zu einem neuen Behind-the-Scenes-Video zur Entstehungsgeschichte von meinem Song Hopelessly Falling. Es ist zwar schon ein bisschen länger her, dass dieser Song released wurde, aber ich bin vor kurzem nochmal durch das ganze Footage gescrollt, zufälligerweise, was wir so aufgenommen haben während der ganzen Albumproduktion. Und ich habe gedacht, es ist doch schade, wenn es nur bei dem einen Video zu Take My Soul Away bleibt. Deswegen habe ich jetzt nochmal ein neues Video zusammengestellt von den ganzen Produktionsschritten, die wir für diesen Song hier unternommen haben. Und bevor ich jetzt ins Videomaterial gehe, will ich euch noch ein bisschen mehr kurz zur Songwriting-Entstehung erzählen und zu allem, was vor dem ganzen Filmprozess passiert ist, weil das ist sehr, sehr wichtig für den weiteren Verlauf. Geschrieben habe ich den Song, wie ihr gehört habt, an der kalifornischen Küste. Ich war vor mittlerweile 2,5 Jahren in Amerika auf einem kleinen Roadtrip ganz alleine und habe da eines Nachts einen Traum gehabt von einem Song, von einer Melodie. Das ist mir so auch noch nie passiert, deswegen ist das eine wirklich kuriose Entstehungsgeschichte für so einen Song. Und als ich aufgewacht bin, hatte ich die Melodie zum Glück immer noch im Kopf und habe dann über den Tag und über den nächsten Tag den Text dazu geschrieben. Und so ist diese Sprachaufnahme dann entstanden. Nach den 2 Tagen, als ich den Song fertig hatte, wollte ich ihn unbedingt meiner Band schon mal zeigen und habe dann die erste Version aufgenommen. Und als ich zu Hause war, habe ich natürlich sofort ein Demo aufgenommen. Das mache ich normalerweise immer so als erstes, also Gitarre und Gesang, damit wir darüber dann die ganze Produktion starten können. Und dann lag der Song leider eine ganze Weile lang rum, weil ich nicht so wirklich wusste, in welche Richtung der gehen soll. Und wie eine glückliche Fügung habe ich dann auf Social Media einen Post gelesen von einer Multi-Instrumentalistin aus Nashville, die ich schon länger verfolge, Mary Meyer. Wer kennt Mary Meyer? Schreibt es mal in die Kommentare und wer sie nicht kennt, sollte sie auf jeden Fall auschecken, weil sie ist eine überkrasse Musikerin und spielt mittlerweile sogar in der Liveband von Molly Tuttle und wer sich in der Bluegrass-Szene ein bisschen auskennt, weiß, dass das eine richtig große Nummer ist. Sie hat es auf jeden Fall verdient und ich bin super stoked für sie, dass sie das jetzt macht und nochmal mehr geehrt, dass sie auf meinem Song spielt. Auf jeden Fall hat sie in ihrem Post damals geschrieben, dass sie jetzt für kurze Zeit Remote Work für andere Künstler macht. Das heißt, sie nimmt Instrumentalspuren oder Vocalspuren für andere Künstler auf, die halt gerade irgendwie ein Instrument brauchen, weil sie selber nicht spielt. Deswegen habe ich einfach mal angefragt, hey, würdest du vielleicht eine Mandolinenspur für meinen Song hier einspielen? Und sie hat geantwortet und gesagt, ja, klar, mache ich. Und dann kam ein super schöner Mandolinentrack zurück. Und ab da wusste ich dann auch endlich, wo es mit dem Song hingeht. Und daraufhin haben wir dann die Produktion so richtig starten können. Und das seht ihr jetzt. Hopelessly Falling. Guitar Take. Lass mich noch ein paar Mal hören, wann man da einsetzt. Also das kommt ja nicht direkt auf die 1. Es ist... Also die Gitarre startet eigentlich auf die 1, aber die Mandoline startet auf die 1 und? I'm gonna try. Web. Ja, okay, ich war noch nicht bereit. Ich habe nochmal lauter gedreht. Ja, war schon ganz gut eigentlich. Ich habe das Gefühl, also jetzt nicht vom Projekt her, sondern einfach von der Mandolinenspur ist sie auch ein ganz kleinen Tick zu früh. War es halt schwieriger für mich, da drauf zu sein. Ich mache den Zwischenteil so, wenn ich es live mache, obviously immer langsamer auch. Ich werde immer langsamer. Und jetzt haben wir es halt auf Klick aufgenommen. Und dann war ich beim Vocals aufnehmen immer so ein bisschen hinten dran, glaube ich, in dem Zwischending. Ja, ist so, ne? Ah, damn it. Ah, der Anfang war aber gut. Der war gut? Geil! Let's take it! Alrighty, now we're talking. Ich
glaube, ich habe jetzt ungefähr eine Ahnung, was ich spielen will. Das heißt, wir können jetzt ein bisschen gezielter da rangehen vielleicht. Denkst du, es ist insgesamt zu hektisch? Ich meine, die wird jetzt nicht so prägnant sein, das wird jetzt eher so im Hintergrund dann laufen. Ja, okay. Nope. Kannst du mir nochmal anmachen, weil ich da gespielt habe? Okay, das ist schön. Ja, ich weiß jetzt, was ich spielen muss. Gehst ja noch einmal. Yep, I think so too. Yes. Yeah, exactly that. Finde ich jetzt laut, ne? Ja, zumal das vergraben ist. Ja, das soll auch nur so ein Hintergrund sein. Deshalb. Cooli. Dann fehlt da tatsächlich nur noch Bass. Also jetzt ist die Eisignal im Streich für den Kopf. Die Eisignal nehme ich auf jeden Fall. Ich mache der App nur dabei. Ja, das ist knapp. Aber es passt. Ich spiele eh immer so ein bisschen, also das ist gekippt deswegen, aber... Nee, wir nehmen auf jeden Fall den Ton ab. Also, nee, wir nehmen auf jeden Fall den Ton ab. Bei dem nicht. Den machen wir auf jeden Fall mit Mikro. Ich finde es auch gut, wenn wir zwei nehmen. Eins nah am Steg und eins weiter weg vielleicht. Ja. Könnte cool sein, ja. Also ich bin im Prinzip fertig. Du kannst gerne deinen Amp noch mikrofonieren. Und dann müssen wir nur gucken, dass wir die DI rüberziehen. Bin ich autorisiert, Vorschläge zu machen? Ja. Wie wär's, wenn er immer in diesen zweiten Teil von der Strophe einsteigt und mal den Chorus tatsächlich vom Bogen machen? Sprich, hopelessly. Nee, glaub ich nicht. Ich hätte gern einen straighteren Bass. Das Ding ist, weil wir keinen Kick haben, hätte ich ihn gern auf der 1 und 3. Das ist ja alles ziemlich unregelmäßiger Rhythmus. Ich geh mal rüber. Also ich finde es cool, wenn du beim ersten Durchgang im zweiten Teil von Bass reinkommst, wie wir das jetzt auch gemacht haben. Ja. Beim zweiten Bass würde ich tatsächlich einfach direkt komplett Okay. spielen. Und dann wäre es cool, wenn du das, statt dass du den mitmachst, den Rhythmus. Weil ich viel halt auf 1 und 3 direkt. Okay. Weißt du, was ich meine? Ja, so ungefähr. Kannst du mir mal den Chorus laufen lassen? Ich will jetzt mal ausprobieren. Ja, mit Klick bitte. So? Ja. Soll ich das dann weitermachen in dem Teil? Ja, genau? will ich so weitermachen, genau. Ich find's cool. Du findest nicht so geil? Doch, ich weiß jetzt so langsam, was du willst. Okay. Ja, muss ich gucken, ob ich hinfällt. Ja. Weil das ist halt immer tricky, weil... Klar. Ja, mal gucken. Vielleicht krieg ich es hin. Und dann noch eine Sache. Ja. Bei dem ruhigen Part nach der Bridge hast du ausgesetzt, wiederholt sich ja auch zweimal. Bei dem zweiten Teil könntest du eigentlich auch dieses mitspielen. Das finde ich cool. Alrighty, let's try. Nochmal, aber der war schon besser, oder? Der war Es schon geht in echt die gut. Richtung. Yes, hau rein. Cool. Also ich glaube aus dem und dem vorletzten, wir können es uns ja mal anhören. Also eigentlich gut, dass du dir so viel Zeit gelassen hast, weil so um halb Jahr hätte ich das nicht so aufnehmen können, dann war ich da ganz, oder vor 3 Minuten. Weil du noch nicht so weit warst mit Kontrabass. Immer noch nicht so weit, aber ich spiele jetzt seit 3 Jahren. Das ist schon krass, ne? Ja. Sound finde ich auch okay, also finde ich auch cool. Gerade bei so Folk-Songs ist ja auch immer cool, wenn es halt so ganz glatt, perfekt klingt. Ja, gerade bei dem Song einfach ist es cool. Ah ja, geil, dann haben wir ja Nice. schon die 2 härtesten Nummern gemacht für mich.
haben wir Entscheidungen getroffen. Also wir können noch mal gerne reinhören, aber ich fand es eigentlich ganz cool. Ne, wenn ihr sagen, ist gut, dann lassen wir es so. Willst du nicht drin hören nochmal? Seems like all I Die waren nicht so sauber, aber... has been done. Die sind doch sauber. Ja, mit den letzten. Das war nicht ganz sauber. Das ist ein Kontrabass, also das... Will you place your bet on me? Geil, jetzt ist der Song endlich voll. Die ganze Zeit hat das gefehlt. Echt? Fand ich schon. Ja, Gibt dir natürlich. recht, es macht einen anderen Eindruck. Just to win, go away. Recording vocals by Shinieta. Es regnet wie aus Eimern. Let's give it a go. Dark and frosty as I open up my... Nope. Takes a moment till I start to realize. Gewitter kann ich ja sicher gebrauchen bei Aufnahmen, not gonna lie. Crossing endless fantasies, yeah, I'd give anything for a chance to win. And if I go all in, will you place your bet on me? Alright, noch ein drittes Full-Take und dann Sections. Hopelessly falling for a dream I've been. Okay, ich glaube Anfang und Ende haben wir den Mittelteil, ist noch ein bisschen wacky. Could you bring it back to me? Ich glaube, das war ein gutes Mittelteil-Take. Okay, jetzt sagen wir machen noch ein Take nur von dem letzten Chorus. Weil ich davor so viel in einem Atma singe. Travel on through a million galaxies, yeah, I'd give anything. Das anything ist immer wack. Hold the keys, take the driver's seat, and we'll travel on through a million galaxies. Yeah, I'd give anything for a... Das anything war gut, mehr brauche ich nicht, den Rest haben wir glaube ich schon. Alright, dann geht's jetzt ans Cutten. Für alle, die sich fragen, wie ich so etwas dann editiere, will ich auch den Prozess machen. Quasi jede Line des Textes einmal durch und gucke, welche die beste war. Und das ist super nervig, weil du bist wirklich so, machst halt eine Line. Dann gehst du zum nächsten Take, machst so. Dark and frosty as I open up my eyes. Ja, und das halt für jedes Take. Also meistens haben wir 3 Einstiegstakes und dann 5 Takes pro Section. Das heißt, um 8 Takes durchzuhören. Ja, manchmal mache ich auch ein paar mehr und für jede Line dann halt alles einmal durchhören, damit wir das bestmögliche Vocal Take haben. So, da muss ich mich nochmal melden, weil ab da habe ich einfach komplett vergessen, dass ich am Film war und habe dann auch nicht mehr aufgenommen als das. Wenn ich so eine Vocalspur dann fertig editiert habe, dann schicke ich sie meistens zu Vincent und der mixt dann den ganzen Song. Dann treffen wir uns, weil ich meistens oder eigentlich immer noch ein paar Anmerkungen habe, die ich gerne geändert haben möchte. Und ja, das seht ihr jetzt in dem Prozess. Der kommt ein bisschen spät, habe ich das Gefühl, aber... Ich finde, der kommt genau richtig. Ich habe noch so 1, 2 Mini-Sachen, glaube ich. Okay, soll ich gerade schnell die Vocals einmal kurz korrigieren? Ja, und dann... Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Alright, fair enough. Ich finde, der Kontrast ist jetzt ein bisschen heftig, aber es geht. Dann gibt man noch deine Kritik her. Es ist so schwierig, das so auf den verschiedenen Medien zu hören. Ja. Weißt du? Und weil ich finde, hier hört man das immer sehr gut. Aber sobald ich es halt im Auto oder auf meinen Boxen oder auf meinen Kopfhörer oder so höre, zum Beispiel die Backing Vocals, hauptsächlich die am Ende, im letzten Chorus und sogar ein bisschen auch die im Chorus, die Backing Vocals, die normalen. Die Ja. sind ein bisschen noch zu leise, finde ich. Aber es ist wirklich nur ein Ticken. Bei denen zumindest, bei den Us auch. Am Ende würde ich mir wünschen, dass sie noch ein bisschen mehr rauskommen, auf jeden Fall. Gut, die Main Harmonies lassen wir jetzt mal ganz kurz außen vor. Wenn die U's liegen ja auf derselben Spuren. Das heißt, holen wir die einfach mal in dB hoch. Minimal, ja. So. Ich habe die tatsächlich für meinen Ticken auch einen Ticken zu leise gemacht, weil du das halt eigentlich eher magst. Fingerspitzengefühl. Mit 8,2 ist es zu leise, mit 7,8 ist es so ein Ticken zu laut. Sagen wir treffen uns einfach in der Mitte.
Okay, also das haben wir schon mal hingekriegt. Und sonst war's das? Ja. Gut. Dann printe ich das jetzt einmal mit Limiter zum Vergleichen. Zum Schluss hören wir den Song dann immer noch mal gegen andere Songs, die irgendwie ähnlich in der Richtung sind oder die ich persönlich gut gemixt finde oder die ich einfach persönlich mag. Wie hier zum Beispiel Al Cordova oder Mary Spender haben wir ein bisschen gegen gehört. Einfach um zu checken, ey, wo steht unser Song so? Ist der auf einem ähnlichen Level? Und das Ganze hören wir dann meist noch mal im Auto, damit man das auch mal auf einer anderen Anlage hört als im Studio, weil im Studio klingt halt alles immer gut. Aber es wird halt nicht von jedem Konsumenten im Studio eben gehört, deswegen ist es ganz wichtig, auch mal da zu hören. Ihre Vocals sind saulaut, aber Höhenmitten, also so zwischen 1 bis 3K. Wir sind bei so 500 bis 900. Was ja meistens ist halt diese Smoothness, die noch nicht für uns trifft. Ich finde die Tracks von uns jetzt schon viel schärfer in den Höhen als die anderen. Es ist halt sehr viel smoother insgesamt. Also Ja, das ist halt zum Teil noch Mastering. Ich habe nur Limiter drauf gemacht. Es ist kein Multiband Compression und sowas drauf und das macht halt einen Unterschied. Man muss hier mit alles gleich machen. Die Frage ist halt, sind wir nah genug dran für unseren Geschmack? ja, ganz am Ende ist es immer die Frage, genügt es unserem Anspruch? Klingt es für unsere Ohren gut? Und in dem Fall war das dann soweit. Dann ist der Song noch ans Mastering gegangen. Das war der allerletzte Schritt. Und mittlerweile ist es schon ein bisschen her, fast ein Jahr, dass der Song released wurde. Und ich bin mittlerweile immer noch total froh, wie der Song klingt und dass er jetzt genau so geworden ist, wie er sein sollte und wie ich ihn mir damals noch nicht vorstellen konnte, aber mittlerweile gar nicht mehr anders vorstellen kann. Und wenn ihr jetzt den Song vielleicht noch mal ganz hören wollt, dann verlinke ich euch hier das Video mit dem offiziellen Audio oder natürlich auch auf jeder Streaming-Plattform könnt ihr den Song hören und wie gesagt, vergesst nicht auch mal Mary Meyer abzuchecken, die einen großen Anteil an diesem Song hat und ja, ansonsten bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns im nächsten Video sehen. Macht's gut!